Hola amigos! Wir haben in Honduras 25 Tage verbracht und mit dir wollen wir die schönsten Ecken, die beste Reiseroute, Kosten und viele weitere Details teilen. Damit du deine Reise bestmöglichst planen kannst. Vamos! Honduras liegt in Zentralamerika und grenzt im Westen an Guatemala, im Süden an El Salvador, im Osten an Nicaragua, hat eine kleine Angrenzung an den Pazifik und im Norden an das Karibische Meer. Die Hauptstadt ist die Tegucigalpa. Die Fläche beträgt ca. 113.000 Quadratkilometer. Die Bevölkerungszahl liegt etwa 11 Millionen Menschen. Die offizielle Sprache ist Spanisch. Englisch ist nicht so weit verbreitet. Die Insel Lutia und Roatán stellen dabei eine Ausnahme dar. Ansonsten ist es ratsam, grundlegende Sprachkenntnisse mitzubringen und sich im Alltag besser verständigen zu können. Google Translator ist ein guter Helfer. Die offizielle Währung ist der hondurianische Lempiras. Die Trockenzeit gilt als die beste Reisezeit. Diese ist von November bis April. Die Sonne scheint häufig, die Strände und das Meer sind ruhig. Die meisten Flüge landen am Flughafen Ramón Villada Morales International Airport in San Pedro Sula oder am Flughafen Toncontín International Airport in Tegucigalpa. Deutsche Staatsbürger können für touristische Aufenthalte von bis zu 90 Tagen ohne Visum nach Honduras einreisen. Es ist wichtig, dass der Reisepass bei Einreise noch mindestens 6 Monate gültig ist. Die Aufenthaltsdauer für Touristen beträgt in der Regel bis zu 90 Tage. Bei der Einreise muss der Reisepass vorgelegt werden. Am Flughafen musst du online ein Einreiseformular ausfüllen. Ein QR-Code und Internet sind dafür am Flughafen vorhanden, sodass es problemlos gehen sollte. In Honduras werden nicht durchgängig Kartenzahlungen akzeptiert. Es ist ratsam, immer Bargeld dabei zu haben, vor allem wenn man Bustickets kaufen will. Beim Abheben von Geld können Abhebungsgebühren anfallen. Diese Gebühren variieren je nach der örtlichen Bank. Es ist ratsam, nach Geldautomaten zu suchen, die niedrige Gebühren oder gar keine Gebühren berechnen. Es ist auch wichtig zu beachten, dass es in ländlichen Gebieten weniger Geldautomaten gibt. Daher ist es auch hier wieder ratsam, genug Bargeld mit sich zu führen, wenn man diese Region besucht. Unser Durchschnittspreis für eine Übernachtung lag bei 14,67. Die preiswerteste Unterkunft war auf Uvita mit 11 Euro und die teuerste in San Pedro Sula mit 18 Euro. Kosten bei der Unterkunft können noch geringer gehalten werden, jedoch muss man für sich entscheiden, auf wie viel Komfort man verzichten will. Kosten bei dem Essen variieren sehr stark nach der Ortschaft. Auf Utia bekommt man schon für 5 Euro ein Mittagsessen und auf Roatán reicht es nur für einen Kaffee. Wir haben die meiste Zeit selbst gekocht, um das Budget zu schonen. Utia war eine Ausnahme. Da hatten wir keine Küche in den 9 Tagen, was das Budget für Restaurants erhöht hat. Und weil man nicht 9 Tage zum Frühstück, Mittag und Abendessen immer die Baleares essen will, kommen wir auf ein Budget von 342 Euro bei den Restaurants und 189 bei den Lebensmitteln. Unsere Übersicht über die Aktivitäten, die Preise sind jeweils pro Person. Maya Ruin 19 Euro. Heiße Quellen 30 Euro. Open Water Diver Zertifikat in 5 Tagen 300 Euro. Gumbalimba Park 33 Euro. Botanical Gardens 14 Euro. Pulpa Hansak-Wasserfall 4 Euro. Für weitere Details schau dir gerne die entsprechenden Videos von uns an. Insgesamt haben wir bei 25 Tagen 1.241 Euro pro Person ausgegeben. Das entspricht 49,64 genau unserem Budget von 50 Euro. Was kein Zufall darstellt, da wir über die App TravelSpend beinahe zeitgleich immer unsere Ausgaben tracken und somit auch wissen, wie viel wir noch ausgeben können. Busse sind die häufigste und erschwinglichste Art, sich in Honduras fortzubewegen. Die Kosten variieren je nach Entfernung und sind in der Regel recht günstig in einer Preisspanne 1 bis 7 Euro. Die Dauer einer Busfahrt muss auf jeden Fall berücksichtigt werden. Teilweise wird ein ganzer Tag benötigt, um die Location zu wechseln. Gefühlt fahren alle Busse über San Pedro Sula. Der Busterminal ist groß, wir konnten vor Ort gebührenfrei Geld abheben, es gibt einen Supermarkt, eine große Essensecke und diverse kleine Shops. Taxis sind definitiv weit verbreitet. In San Pedro Sula haben wir jedoch Uber benutzt und in kleinen Ortschaften wie Copán, San Buenaventura oder Utia ein Tuk-Tuk. Preiswert und schnell.
Laut dem Auswärtigen Amt hat Honduras eine hohe Kriminalitätsrate, insbesondere in städtischen Gebieten wie Tegucigalpa und San Pedro Sula. Taschendiebstähle, Raubüberfälle und Autodiebstähle kommen häufig vor. Unsere Informationsquellen sind die Blogger auf YouTube. Durch die bekommen wir ein Gefühl für das Land. Auf Utilla, Copan, San Buenaventura, alles kleine Ortschaften, nicht überlaufen, haben wir uns stets sicher gefühlt. Die Menschen waren hilfsbereit und freundlich. In dem öffentlichen Bus haben wir uns immer sicher gefühlt. Einmal wurde der Bus sogar von der Polizei kontrolliert. Jedoch wollten sie unsere Pässe nicht mehr haben, es wurden nur die Einheimischen kontrolliert. San Pedro Sula haben wir nur aus dem Bus gesehen, die Stadt selbst hat uns nicht gereizt, diese genau anzusehen. Wir hatten durchgängig positive Erfahrungen. Wenn du tauchen lernen willst, dann ist das der Ort. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, die Leute sind cool, es macht Spaß. Ein ausführliches Video findest du auf unserem Kanal. Hast du nur wenig Zeit und willst viel erleben, dann ist das ein Ort für dich. Leih dir einen Scooter aus und spüre die Freiheit der Insel. Du kannst kleine Hikes anstellen, am Strand entspannen, die Tierwelt erleben und noch vieles mehr. Wir haben uns in die Insel verliebt. Aber es muss ein entsprechendes Budget vorhanden sein. Es ist definitiv nicht mit Utilla zu vergleichen. Die Copan-Ruinen sind eine archäologische Stätte in Mittelamerika und ein UNESCO-Weltkulturerbe. Wir müssen gestehen, Tikal in Guatemala hat uns besser gefallen. Jedoch hat Copan seinen eigenen Charme. Es ist ruhig, nicht überlaufen, lausche den Vogelstimmen und entspanne dich. Hot Springs. Wenn man schon in Copan ist, dann empfehlen wir definitiv die heißen Quellen zu besuchen. Es ist ein Ort der Entspannung. Pulhapanzac, der größte Wasserfall Honduras. Liegt es auf deiner Reiseroute, dann schau auf jeden Fall vorbei. Mit 4 Euro Eintritt ist es erschwinglich und mit seinen 43 Metern auch sehr beeindruckend. Utilla. Denkst du an eine Tauchlizenz? Dann brauchst du mindestens 5 Tage Zeit. 2 weitere Tage würden wir dir empfehlen, um sich zu entspannen. Ohne Tauchen reichen für Utilla 2 bis 3 Tage aus. Die Insel ist klein und zu Fuß bequem zu durchqueren. Auf Roatán kannst du ohne Tauchen 3 bis 5 Tage verbringen. Die Insel hat auf jeden Fall viel zu bieten. Copan 2 bis 3 Tage. Die Stadt erinnert an Antigua in Guatemala, bietet jedoch weniger Aktivitäten an. Es liegt an der Grenze zu Guatemala. Wenn du von oder nach Guatemala fährst, dann lege einen Zwischenstopp ein. Für San Buenaventura reicht ein Tag völlig aus, um den Wasserfall zu erleben. Honduras ist ein Land, was nur bei wenigen Touristen auf dem Plan steht. Wir müssen gestehen, und vielleicht mag es übertrieben sein, aber wir waren nach 25 Tagen sehr müde. Der Plastikmüll hat die wunderschöne Landschaft zerstört, weshalb wir zum Schluss visuell und irgendwie auch mental erschöpft waren. Allerdings ist zu erwähnen, dass an touristischen Orten wie Copan, Utilla Sauberkeit vorherrschte. Wir sind sehr froh, diese Erfahrung gemacht zu haben und sind Honduras sehr dankbar, dass er uns so viele schöne Momente geschenkt hat. Genau. Und jetzt geht's für uns nach Costa Rica, wo wir die wunderschöne Tierwelt erleben und auch ziemlich ins Schwitzen kommen. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Abonnieren und Liken. Bis dahin, hasta luego und adios.